Wir sind jung und alt. Mutig und schüchtern. Flüstern und laut. Wir wollen uns die Welt zu eigen machen. Jeder auf seine Art. Auch wenn wir uns für niemanden ändern, wir sind alle anders. Denn wir werden mehr. Unsere Städte wachsen. Unsere Stile. Zugänge. Wünsche und Träume. Doch was verbindet uns? Wir fallen alle auf, weil wir nicht nur Individuen sind, sondern individuell durchs Leben wandern. Wir sind die, die ihr von Erzählungen kennt. Wir sind die, denen ihr zuhört. Die euch bewegen und die euch zum Nachdenken bringen. Wir sind mehr als unser Äußeres. Wir sind ein ganzes Leben. Unsere Geschichten gehen unter die Haut. Sie bewegen uns. 10 Schicksale, 10 Leben, 10 Porträts. Portraits of Austria. Also mir und mein Charakter, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin, dass ich das machen darf, was ich mache, das war einerseits sicher mal meine Vergangenheit. Und wie ich 4, 5, 6 Jahre alt war, habe ich die Sachen langsam mal wirklich mitgekriegt. Und da ist halt echt viel Blödsinn passiert. Der Stiefvater hat uns beide geschlagen. Da war so eine Situation, die Mutter liegt am Boden, der Stiefvater neben tritt ihrer voll im Bauch. Und ich stehe neben mit 8, 9 Jahren und habe mir das mit angeschaut. Und da waren halt einfach ein paar Aktionen, die mich eigentlich dazu gebracht haben, dass ich ein ziemlicher Schisser war am Anfang. War dann auch ziemlich ein Mitläufer in meiner Jugend. So wie es dann halt gekommen ist, habe ich zu mir selber gesagt, ich bin ein Nazi. Schwarze waren für mich Neger und so weiter und so weiter und die waren alle nichts wert. Mit 15 habe ich dann ja wirklich zum Tanzen angefangen und bin dann im späteren Verlauf zu gewissen Leuten gekommen, die dann Jams und Festivals gemacht haben, wo dann auf einmal die Leute von Ausland und von überall hergekommen sind und auf einmal tanzt, gesprüht, gerappt oder sonst was gemacht haben. Das hat mich mega beeindruckt gehabt. Und ich als der weiße Bub aus der Siedlung war auf einmal mittendrin unter den Leuten, die er nicht haben wollte. Die ihm aber voll getaugt haben. Und auf einmal war für mich die Welt auf den Kopf gestellt. Ich bin der Mani, ich bin auch bekannt als der Bürgermeister. Mach Hip-Hop à la carte. Was auch immer du haben willst im Hip-Hop-Bereich, kommen die Leute zu mir, fragen mich und ich bring's denen. Sei es Rap, Beatbox, Graffiti, DJ, Tanz. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren und lebe über 10 Jahre nur von Hip-Hop. Beim Veranstaltungen machen, Auftritte, Shows, Workshops, Unterricht. Also ich habe mit 15 angefangen zum ernsthaft tanzen, weil ich von meinem Vater ein Video gesehen habe. War nicht Hip-Hop, war einfach Kraut und Rüben. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, gut, wenn er das kann, dann kann ich das auch. Tanzen damals war der geilste sein, einer von wenigen sein. Aber durch das, dass ich davon lebe, ist es halt dann doch auch zum Job geworden. Mit der großen Liebe für Hip-Hop darf ich jetzt halt ich selber sein und durch die Elemente mir echt sagen und echt die Message kicken, die ich für wichtig halte. Und so wie ich schon vorher gesagt habe, ein bisschen finde ich den Herring Fun. Macht's Liebe, Friede, Einheit. Warum muss ich immer gegen irgendwen sein? Warum kann ich nicht mit den Leuten klarkommen? Was ich mir als Bürgermeister sehe, ist eigentlich als Preacher.
Ich probiere den Leuten ein bisschen zu erklären, was ist Hip-Hop und was kann man mit dem tun. Und jetzt mittlerweile habe ich es halt am Rücken tätowiert, oder? Und das ist halt mein Ding. Und auch jeder in Österreich, wenn du sagst, der Bürgermeister und der kommt aus der Hip-Hop-Szene, dann kennt er mich normalerweise. Ja, und dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin, habe ich Hip-Hop zu verdanken. Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wandering. The valleys green will age with me. Its dirt will shine and linger. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, der es nicht weiß, der es nicht besser weiß, der Mensch ist ein Gesellschaftswesen, dann kann ich sagen, das muss nicht so sein, weil es gibt Eremiten, die sich zurückziehen und ein autarkes Leben in sich führen können und ein zufriedenes und glückliches Leben führen können. Also dieses Leben beruht dann auf Entbehrung. Mir ist halt wichtig mit den Tieren, dass ich die Tiere nicht halte, sondern dass ich mit den Tieren lebe. Ich habe jahrelang Didgeridoos gebaut und habe die verkauft. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich angefangen, Sandkerzen zu machen. Wenn ich mit der Hand anfange zu arbeiten, dann geht es ja nicht mehr darum, wie lange brauche ich für ein Stück, sondern dann geht es wirklich darum, ich fertige etwas und bekomme dafür etwas, um leben zu können. Es geht nicht darum, Profit zu machen, sondern damit überleben zu können. Darum geht es. Ich gehe davon aus, dass der Mensch entmenschlicht ist und ich bin auf der Suche nach dem Menschen in mir. Ich möchte klein und übersichtlich leben, weil ich versuche, alles zu verstehen. Und wenn ich in der großen Welt leben würde, dann weiß ich, dass ich die meisten Dinge nicht verstehe, ganz einfach. Und je kleiner die Welt wird, umso übersichtlicher wird sie für mich und umso leichter zu leben wird sie. Ich glaube, es geht um ein ernsthaftes Leben. Darum geht's. Run inside, grab a couple tall boys and a honey pie. And yesterday is far away, and tomorrow you'll be gone. It wasn't supposed to go this way. Sweet, 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 sweet Thursday. Wir wollten schon immer gemeinsam etwas aufbauen. Wir sind sozusagen Flohmarktliebhaberinnen der ersten Stunde.
Wir sind schon mit 13 immer auf Flohmärkte gegangen und haben das auch von unseren Eltern mitbekommen, dass das Aufwerten und Wiederverwenden von alten Sachen nichts Schlechtes ist, sondern was richtig Cooles und auch was richtig Wertvolles. Dann waren wir gemeinsam in Berlin. Es war so eine Art Mädelsurlaub, bei der natürlich auch viel Vintage geshoppt wurde und immer wieder der Gedanke so aufkam, sowas selbst zu haben wäre halt sehr, sehr cool. Und in meinem Studium habe ich dann einen Online-Shop programmieren müssen und dann habe ich mir gedacht, wenn ich sowas schon machen muss, warum dann nicht auch gleich für uns selbst nutzen? Und ja, so ist dann halt die Idee des Online-Shops entstanden. Was auch eine Schwierigkeit war, eine Fotolocation für unsere Online-Shop-Artikelfotos zu finden. Und lustigerweise hat das Ganze im Hühnerstall von Clarissas Opa begonnen. Und ja, mittlerweile haben wir ein Studio, aber ich muss echt sagen, es war ein langer und steiniger Weg. Wir schauen auch auf Trends, beziehungsweise achten wir auch darauf, dass die Ware in einem sehr guten Zustand ist. Wir probieren eben auch dieses Image ein bisschen loszukriegen, dass Secondhand oder Vintage-Ware etwas Schmuddeliges hat. Dog Days of Summer steht für Vintage-Kleidung, die vorsortiert ist, die ihren Styles angepasst ist und die sozusagen die Trends vom Laufsteg Secondhand wieder unter die Leute bringt. Die meisten Trends, die jetzt kommen, waren ja oft in irgendeiner Weise schon mal da. Dadurch wollen wir auch die Kreativität der Leute wieder anregen. Vor allem auch was Größen betrifft. Wenn man jetzt ein Hemd mit einer Größe XL hat, kann man das auch mit kleineren Größen zum Beispiel super stylen. Solche Sachen zeigen wir durch unseren Online-Shop, aber auch durch unseren Social-Media-Auftritt, durch die Gestaltung im Store und auch durch unsere Beratung. Grundsätzlich ein utopisches Ziel von uns wäre, dass Menschen nur mehr Kleidung wiederverwerten, weil es gibt einfach schon so viel Kleidung, das würde alle Kleiderschränke dieser Welt füllen und deswegen muss man nicht immer mehr und mehr produzieren. Ja, und daher wäre eigentlich ein Ziel von uns, dass Leute in Zukunft nur mehr Secondhand kaufen. Mein Name ist List Hugo. Ich bin geboren am 2.1.1932, habe lange Zeit in der Münzkampfstraße gewohnt. Es war eine relativ kleine Wohnung. Wohnung kann man nicht sagen, es war eigentlich ein Raum, der praktisch 9 Quadratmeter hatte, mit einem Fenster zu einem Hof. Es war für uns trotzdem eine gute Jugend eigentlich, obwohl die Verhältnisse nicht so gut waren, weil meine Eltern waren geschieden und deswegen musste die ganze Kraft der Mutter ausreichen, um uns großzuziehen. Zum Turnen gekommen bin ich relativ spät eigentlich. Es war eigentlich von Österreich die beste Turngruppe überhaupt. Und in der konnte ich mich irgendwie hineinturnen. Wie ich zum ersten Mal das Geräteturnen gesehen habe, das hat mich so begeistert über die Eleganz, die Geschmeidigkeit des Körpers überhaupt, dass ich dann alle anderen Sportarten, ich habe gesagt, aus, nichts mehr, sondern nur mehr Geräteturnen. Nicht? Und das mit 16 Jahren, wo die meisten wahrscheinlich, wie ich dort aufgetaucht bin, in dieser Gruppe gesagt haben, das ist ja viel zu spät, dass der mit dem Turnen überhaupt anfangen kann. Während meiner ganzen Berufslaufbahn habe ich schon irgendwie gezeichnet oder gemahlen. Ich möchte mich auch nicht als Kunstmaler bezeichnen oder
oder sonst irgendwie einen Titel führen. Ich möchte das nur aus meinem Innersten wiedergeben, was mir vorschwebt. Und das habe ich eigentlich in den meisten Bildern gemacht. Und wenn ich heute meine Bilder immer ab und zu so durchblättere, habe ich eine große Freude, weil ich denke, ich habe meine Freizeit richtig schön und kreativ verbracht. Ich war mit meiner Mutter zufrieden, ich war mit meiner Frau zufrieden, meinen Kindern, und ich bin es heute noch mit meinen Enkeln und Urenkeln. Familie war für mich eigentlich mein Ziel. Ich wollte immer eine Familie haben, vielleicht auch aus diesem Grund, weil die Familie von meiner Mutter und Vater nicht ganz funktioniert hat, wollte ich eine Familie haben, die zusammenhält, die lang besteht, und das war für mich eigentlich das Wichtigste. Mein Name ist Sam und ich bin dabei, Tätowierer zu werden. Das erste Tattoo habe ich mit 16 Jahren von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen. Und ab da an habe ich es einfach nicht mehr lassen können, mich zu tätowieren, weil es einfach eine Sucht ist. Ich habe einfach einmal eine Maschine gekauft vor circa einem Jahr und dann habe ich einfach auf losgestartet. Die Leute haben mich eigentlich immer als Tätowierer gesehen, durch das, dass ich eben immer so stark tätowiert war. Tätowieren ist einfach eine Leidenschaft und da kann ich einfach abschalten. Boxen war immer schon ein großer Teil in meinem Leben. Ohne Disziplin geht einfach nichts. Die Disziplin hilft mir einfach im Privatleben und im Berufsleben einfach voranzukommen und 100% zu geben. Ich bin in einer religiösen Gemeinschaft aufgewachsen und nach strengen Regeln erzogen worden. Man durfte in der Religion nicht anders aussehen. Mit 14 konnten sich meine Geschwister und ich entscheiden, ob wir in der Religion bleiben oder auch nicht. Wie man sieht, habe ich mich anders entschieden. Ich wollte einfach anders sein. Also für mich muss nicht jedes Tattoo eine Bedeutung haben. Es reicht auch, dass es einfach schön ausschaut und zu der Person passt. Ich will mit meinem Aussehen nicht nur auffallen, sondern auch Vorurteile verändern. Wenn mich die Menschen anschauen, sollen sie einfach abgelenkt sein. Ich will einfach ein Kunstwerk sein. Ich
bin der Martin, bin 26, wohne in Wien und bin Künstler. Meine Eltern meinen, dass seitdem ich 3 bin, ernst zu nehmen zeichne und man wirklich gemerkt hat, dass ich einfach das nicht nur als Hobby habe oder als Zeitvertreib, sondern wirklich als Leidenschaft habe. Und seitdem habe ich eigentlich kaum aufgehört, habe seltenst Pausen gemacht und wenn schon, waren die Pausen eigentlich nur gut, weil es mich dann dazu gebracht hat, nach den Pausen wirklich noch stärker zu zeichnen. Also der Körper ist, finde ich, eine der spannendsten Sachen. Es ist wirklich verrückt, man kann den Körper in jede mögliche Position hindrehen bei einer Zeichnung und das hat immer einfach eine Dynamik. Gesichter bringen viel Ausdruck. Und ich habe Zeichnen gelernt nicht durch Zeichenschulen, Zeichenkursen oder ähnliches. Ich habe Zeichnen gelernt durch Anatomiebücher. Ich werde oft gefragt, ob ich schon weiß, quasi, was ich zeichne. In den seltensten Fällen habe ich davor geübt, sondern ich mache eben eine spontane Arbeit und da richte ich mich meistens nach den Anfangslinien. Also man kann sich so vorstellen, ich stelle mich vor der Platte und stelle mir eben vor, ich möchte mein Gesicht machen von vorne und je nachdem, wie eben die ersten Linien, wenn ich mit 2 Händen arbeite, sich hinbewegen, richte ich mich halt danach für die Proportionen und für die Position des Gesichts. Irgendwie war auch einer der Punkte, warum ich so nicht ganz wusste, ob ich in der Kunstszene passe mit meinen Arbeiten, war, dass ich eigentlich eher kein leidender Mensch bin. Ich bin nicht jemand, der mit irgendwas verarbeiten muss. Mir geht's gut, ich fühle mich wohl, ich drücke eher Freude aus. Ich bin nicht bedrückt und mache keine bedrückenden Arbeiten. Ich mache dynamische und stimmungsvolle Arbeiten, beziehungsweise welche, wo man die Emotionen vielleicht gut mitbekommt. Das heißt, ich benutze das jetzt nicht als Rohr, um irgendwas zu verarbeiten bei mir. Das ist einfach wirklich bei mir, gehört zu meinem Alltag und ich zeichne, man könnte es auch falsch verstehen, aber ich zeichne manisch. Wenn ich irgendwie kann, nehme ich mir ein Blatt Papier, nehme ich mir einen Stift und zeichne einfach drauf los und das bleibt selten bei einer Zeichnung. Ich habe mich eigentlich eher weniger als Künstler gesehen, sondern immer als Kreativer bzw. als Zeichner, als jemanden, der unbedingt immer besser zeichnen möchte. Und jetzt seit kurzem merke ich, dass auch von außen wirklich dieses Feedback kommt, dass man mich als Künstler sieht, was mich sehr freut. Ich habe auch jetzt tatsächlich eine Art Message oder eine Metapher hinter meinen Arbeiten und habe eben mit diesem Text dieses ein bisschen Fehlende, wo ich dachte, dass es notwendig ist, um als Künstler zu sein und sich abzuheben von eben reinen Zeichnen, so wie ich mich bis dahin immer gesehen habe. Das Gramm ist das erste verpackungsfreie Lebensmittelgeschäft in Graz. Man hatte natürlich schon, bevor es das Gramm gegeben hat, verpackungsfrei einkaufen können. Wir haben halt den Anspruch gestellt, die Möglichkeit zu bieten, wirklich alles, was man braucht, verpackungsfrei anzubieten. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass wir, wenn wir Lebensmittel ohne Verpackungen, also ohne vordefinierte Verpackungseinheiten, verkaufen, nicht nur Verpackungsmüll einsparen, sondern auch Lebensmittelverschwendung, weil die Leute nur so viel kaufen, wie sie wirklich brauchen. Grundsätzlich war es so, dass die Sarah und die von Anfang an eigentlich automatisch Parts übernommen haben, wo jede halt geglaubt hat, dass sie es gut kann. Also die Sarah hat zu mir gesagt, ich möchte gerne einen Unverpacktladen eröffnen und brauche noch dazu jemand für die Einrichtung. Und ich habe halt Kunstgeschichte und Ausstellungsdesign studiert, darum hat sich das irgendwie automatisch bei uns auch so ergeben. Mit dem Gramm haben wir dann aber gemerkt, dass verpackungsfrei einkaufen, dadurch, dass es so eine kleine Hürde nur ist für Leute, ein guter Einstieg sein kann für ein nachhaltigeres Leben. Wenn man Leuten sagt, sie sollen Bio einkaufen oder sie sollen weniger Fleisch essen, dann ist es immer gleich so, nein, sagt mir nicht, was ich tun soll. Wenn wir sagen, probier's mal mit verpackungsfrei einkaufen, da denkt man sich eher, das kann ich mir gut vorstellen, darauf zu verzichten.
Ich glaube, dass bewusstes Einkaufen immer mehr kommen wird, auch in den nächsten Jahren. Unsere Generation wächst schon total mit dem auf und das hat es früher so nicht gegeben. Es ist nicht nur im ländlichen Bereich, sondern auch im städtischen, dass das Bewusstsein, was nehme ich zu mir, wie ernähre ich mich, schon sehr präsent ist und das auch an unsere nächste Generation weitergegeben wird. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin Künstlerin. Angefangen so mit meinem Modegefühl und so weiter hat das, lass mich überlegen, als ich 14 war, glaube ich, da habe ich eine Freundin von mir getroffen und wir sind da so ein bisschen gemeinsam reingerutscht und haben dann halt angefangen, uns dafür zu interessieren, eben Mode und fotografieren gehen und so. Seither ist das irgendwie so ein Prozess. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen und eben immer im Kreativbereich. Also ich bin gerade wieder dabei, an einem Filmprojekt zu schreiben. Ich mache Modedesign, ich zeichne, ich eben viel mit Self-Expression, also mit eben meinem Style und so. Das gehört für mich eigentlich auch zu diesem Künstlersein dazu. Ich bin einfach gern außergewöhnlich, also ich mag halt einfach bunt. Also es ist bunt, weil das einfach zu mir passt und zu mir passt einfach nichts, was irgendwie normal ist. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich so classy ausschaue, weil ich einfach finde, das repräsentiert mich nicht und ich mag es einfach, nicht normal auszuschauen. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich mich halt ohne Make-up wohlfühle. Da habe ich viel drüber nachgedacht und eigentlich überhaupt nicht. Das würden viele Leute als extrem traurig bezeichnen, aber für mich ist es halt einfach, das ist für mich kein Kostüm, was ich mache. Für mich bin das nicht ich, wenn ich nicht mit Make-up rausgehe. Teilweise auch anstrengend, wenn alle richtig schockiert dich anschauen oder generell dich nur anschauen. Aber ich liebe das halt auch einfach. Jetzt nicht nur, weil es mir um die Aufmerksamkeit geht, sondern auch irgendwie zu merken, du bewegst was in den Leuten. Auch wenn sie dich schockiert anschauen oder das hassen, was du machst, du hast irgendwas bewegt in ihnen. Es ist so schwer, dass man sich nicht von der Gesellschaft davon abhalten lässt, das zu machen, was man machen möchte, wenn man rundherum immer diesen Druck kriegt, du musst eigentlich normal sein. Und das ist halt was ich mir wünsche, dass das halt, dieser Druck einfach ein bisschen zurückgeht. Aber es geht absolut in eine richtige Richtung, das muss man sagen. Es wird wirklich besser, aber es ist halt bei weitem noch nicht da, wo es sein sollte, in ganz vielen verschiedenen Hinsichten. Die Menschen müssen es ja nicht alle gut finden, das erwarte ich ja nicht, weil das kann ja auch gar nicht sein, aber trotzdem einfach, dass es akzeptiert wird. Weil ich meinen ersten Song halt auch sehr stark aus Herzschmerz rausgeschrieben habe und das irgendwie das Ganze so ins Rollen gebracht hat, ist es früher immer nur um traurige Liebe gegangen. Und jetzt, da ich jetzt nicht mehr so traurig bin auf Liebe bezogen, beschäftige ich mich einfach mit anderen Themen. Also wirklich, was mich einfach gerade in dieser Sekunde beschäftigt. Oft geht es darum, wie Leute mit dem Leben umgehen, wie meine Ansichtsweise ist. Also es ist quasi so wie eine eigene Therapie für mich. Und so ist es auch, wenn ich alte Songs performe. Die Vöglein weggeflogen. Es ist trotzdem irgendwie so ein Erinnern daran, aber irgendwie eine positive Weise, weil ich weiß, okay, die Zeit war scheiße,
Aber es ist immerhin ein Song entstanden. Diese Songs entstehen einfach in so einer privaten Atmosphäre, kommen wirklich aus dem Tiefsten raus und allein das in der Öffentlichkeit performen zu dürfen, war irgendwie schon so super krass, weil so als Kind habe ich mir schon manchmal so vorgestellt, dann singe ich so eigene Songs oder irgendwie so, es wäre so cool. Das nächste Achievement war dann halt, dass tatsächlich auch Leute kommen sind und sich das auch wirklich anhören. Ich würde mich als eine sehr emotionale Person beschreiben, was aber sehr praktisch ist für Songwriting und kann das dann ziemlich gut, diese Emotionen verwenden, um einen Song daraus zu schreiben, weil ohne Emotionen geht bei mir beim Songwriting halt nichts. But in this light you look like a god who could cure all my pain. Weil dann irgendwie plötzlich Inspiration einfach fehlt und auch die Motivation, sich da jetzt hinzusetzen und was zu kreieren, weil ich sonst irgendwie ein bisschen sinnlos finde für mich, weil ich es wirklich verwende, um mit diesen Emotionen umzugehen. Wenn es eine Sache gäbe, die ich auf der Welt verändern könnte, dann wäre es, dass Leute weniger vorurteilen. Das ist was ich von Freunden mitbekomme, die unter Anführungszeichen anders sind, sich anders anziehen oder anders verhalten, sich einfach etwas herausheben aus der Gesellschaft. Und mir fällt es auch auf, allein wenn ich durch die Straßen gehe oder so, auch sogar heute allein wieder, werde ich von irgendjemandem blöd angemotzt, weil ich irgendwas Lustiges anhab oder irgendwie lustig ausschaue oder meine Haare scheiße ausschauen, weil nicht alle Leute tun sich so leicht, das zu ignorieren oder da drüber zu stehen und sich nicht davon definieren zu lassen. Es ist sowas, mit dem ich einfach täglich konfrontiert werde und es zipft mich an. Ich wünschte, es würde einfach nicht passieren, so, und man müsste nicht einmal lernen, damit umzugehen. Meine Musik ist zwar an erster Stelle für mich, aber vielleicht schaffe ich es ja, andere Leute zu erreichen und sie zum Nachdenken anzuregen. Wir haben die Reise begonnen mit der ganzen Familie. Wir sind gleich dann bei der ersten Grenze zwischen Iran und Türkei getrennt worden. Und ab diesem Zeitpunkt war ich alleine. Eben durch Schlepper und Menschenhandler. Österreich war das erste Land, wo ich registriert worden bin. Alles war fremd und ich habe mich quasi ganz am Anfang verloren gefühlt. Ich
habe zum Teil nicht gewusst, wie die Menschen jetzt denken, also wie reagieren die Menschen. Und mit der Zeit und natürlich mit der Sprache, langsam sind die Knöpfe aufgegangen und ich habe dann mehr und mehr mit Menschen in meiner Umgebung Kontakt aufgenommen und ich habe die besser verstanden. Ich habe mich natürlich mit den Jahren verändert. Ich habe mich mit der Situation angepasst und auch der Kultur mehr angepasst. Was gerade für mich schwer ist, dass ich mich für eine Kultur entscheide, weil Kulturen, die überlappen sich, aber die haben viele unterschiedliche Sachen, die man für einen oder anderen sich entscheiden kann. Wenn ich unter meiner Freunde bin, das sind noch immer so Kleinigkeiten, wo ich mich unterscheide. Die Freunde fangen an, miteinander über irgendeine Kinderserie zum Beispiel, irgendeine Kindersendung reden. Ich kann nicht, zum Beispiel über eine Kindersendung kann ich nicht mitreden. Ich bin dann, in diesem Fall bin ich zurückgezogen und da ist niemand, mit dem ich über meine Kindheit reden könnte. Obwohl ich mein Leben in Österreich aufgebaut habe, so viele Freunde und Bekannte hier gehabt habe, musste ich trotzdem 6 Jahre lang auf die positive Entscheidung warten. Und in der Zwischenzeit wusste ich nicht, ob ich da bleiben kann oder nicht. Als ich wusste, dass ich hier bleiben kann, dann ist mir eine große Last von den Schultern gefallen. Das war nicht die einzige positive Wendung in meinem Leben. Ich habe auch einen Anruf von Interpol bekommen, dass meine Eltern in Deutschland leben. Ich hatte die Schule abgeschlossen, ich habe eine Familie, ich habe einen Job, ich habe so viele Freunde in Österreich, in Graz. Die dunklen Zeiten sind schon vorbei und ich sehe nur mehr Positive. Ich genieße die Zeit mit meinen Freunden, ich genieße die Zeit, dass ich Sport mache, ich genieße die Zeit, dass ich arbeite. Ich genieße jede Sekunde, weil es mir so gut geht. Wenn ich bei meinen Eltern bin, fühle ich mich mehr Österreicher. Und wenn ich unter den Österreichern bin, fühle ich mich noch immer fremder.